und herzlich willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich komme soeben von einer ziemlich arktischen Runde und zwar ging es heute für mich über den Suldengletscher. Zunächst auf die Suldenspitze, die versteckt sich gerade da oben in den Wolken, und von dort aus weiter über das Rifugio Cassati, den Eisseepass, auf die hinter mir liegende Eisseespitze. Und nun komme ich gerade darunter und wie es mir auf dieser Tour so ergangen ist, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Ich befinde mich jetzt gerade hier im Zustieg zum Suldengletscher. Jetzt ist es Mitte September. Ich habe mich erkundigt, die Spalten sind wohl alle offen. Eine Spur soll drin sein. Deswegen lasse ich mich jetzt auf dieses Abenteuer, alleine über den Gletscher zu gehen, ein. Das würde ich ansonsten nicht empfehlen. Ich glaube, das größte Hindernis ist im Moment tatsächlich der Weg zum Gletscher. Im Moment ziehen noch relativ viele Wolken hier durch. Das Wetter soll sich aber angeblich im Laufe des Tages bessern. Nachdem ich jetzt etwa 100 Meter über dieses Geröllfeld hier aufgestiegen bin, ist da vorne jetzt der Platz, an dem ich die Steigeisen anlegen werde und auf den Suldengletscher abbiegen werde. Jetzt geht's hier auf den Gletscher. Das ist auch der Grund, warum ich so früh auf den Gletscher gegangen bin, weil ihr seht, wie brüchig das ist, und wenn ich euch sage, dass der Permafrost zurückgeht und Steine abwirft, erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues. Jetzt geht es hier um diese Spaltenzone, die wir da gerade aussehen, entlang auf der Ostseite, um dann oben hinter den Spalten wieder in diese Richtung zu queren. So richtig aufreißen will das Wetter irgendwie auch noch nicht, aber die Sonne lässt sich hin und wieder blicken.
So, die Spaltenzone habe ich jetzt teilweise umgangen, teilweise durchquert. Das ging jetzt ganz gut. Zeitweise war es ein bisschen steil, aber unproblematisch. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen wirklich sehr schockiert. Hier geradeaus, da ist der 3150 Meter hohe Eisseepass. Da bin ich bei der Cevedale-Besteigung 2020 mit der Gruppe noch rüber. Da scheint ordentlich was runtergekommen zu sein und mir ist absolut schleierhaft, wie man da überhaupt noch durchkommen will. Das sieht wirklich überhaupt nicht schön aus. Da ist es doch gut, dass ich jetzt hier über den Gletscher weitergehe und jetzt ist sogar eine Spur deutlich erkennbar. Das macht es natürlich etwas leichter bei der Wegsuche. Und da ist auch schon der Gipfel. So, da haben wir einmal ein paar Lawinenreste, aber nichts Wildes. Und da oben ist das Kreuz der Suldenspitze. Und jetzt geht es hier bei diesem wunderschönen Firnhang hinauf. Macht echt Spaß. Da bin ich jetzt schon komplett hergekommen. Und jetzt geht es hier erstmal weiter. Herzlich willkommen auf der 3376 Meter hohen Suldenspitze. Und was soll ich sagen, es ist eiskalt.
Der Wind fegt hier oben. Ich schätze Windchill etwa minus 10 Grad. Und ich werde jetzt hier keine große Gipfelrast machen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen Panorama und dann werde ich mich sofort wieder in Bewegung setzen, denn sonst kühlt man hier sofort aus. Da sehen wir ein Stück vom Ortler Hintergrat, Kreilspitze und Schrötterhorn. Die Königsspitze da hinten befindet sich in den Wolken und gegenüber wäre jetzt der Cevedale. Auch der hat sich in den Wolken versteckt. Hier haben wir das Gipfelkreuz. Und ich werde jetzt zunächst absteigen Richtung Casati-Hütte und wahrscheinlich dann Richtung Eisseespitze traversieren. In diese Richtung zum Eisseepass und dann dort hinauf und wieder hinunter zur Bergstation. Da oben, da ist jetzt die Suldenspitze nochmal zu sehen. Das Kreuz hat sich da hinter dem Buckel versteckt. Da bin ich jetzt soeben runter in diesem starken Wind und bei der Eiseskälte zur Casati-Hütte. Die ist ja aufgrund von Baufälligkeit nicht mehr bewirtschaftet. Dann hatte ich gehofft, ich könnte mich da irgendwie in einem Winterraum oder Biwakraum kurz irgendwie zurückziehen. Aber das war nicht der Fall. Lediglich auf der Terrasse war ein bisschen Windschatten. Bin dann über den langen Ferner hier jetzt abgestiegen, über die Spur, die man sieht. An einigen Stellen muss man doch sehr aufpassen. Da gibt es doch Spalten, die sich nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick erkennen lassen. Hier blicken wir jetzt runter ins Martelltal und ich werde jetzt hier über diese Moräne und über diesen Schutt aufsteigen. Zunächst zum Eisseepass und dann über die Eisseespitze absteigen, zurück zur Bergstation der Seilbahn Sulden. Jetzt geht es hier Richtung Eisseespitze. Eis fällt gerade vom Himmel, so ein ganz feiner Griesel und da hinten, da scheint die Sonne. Schönes Wohlfühlgelände hier. Naja, mal gucken, wie ich mich da durchwurschtel. Aber da vorne ist schon der Eisseepass und ab da wird es dann deutlich entspannter. Das bleibt dann übrig, wenn die Gletscher weg sind. Es hält auf ohne Ende.
Kleinstein ist hier auf dem anderen. Man hätte ja auch zu Hause auf dem Sofa liegen können. Aber dann hätte man ja zu Hause nichts zu erzählen. Teilweise noch Permafrost runter. Und wieder kommt dann alles entgegen hier. Mein Gott. Ist das ein Gelände, ey. Ihr seht, hier kommt alles wieder runtergefahren. Einigermaßen fest hier. Geht man echt auf allen Vieren hoch. Das ist eine Schinderei hier rauf. Boah, ist das ekelhaft. Nichts ist hier fest. Kommt einem alles entgegen, das Zeug. Kriegst du nirgendwo Halt. Super, Permafrost. Dann geht er echt auf allen Vieren. Ist das ein Scheißgelände. Durch diesen Mister bin ich jetzt gerade aufgestiegen. Das habt ihr jetzt gerade gesehen, wie mühsam das war auf allen Vieren. Ich sehe aus, als ob ich im Matschkasten gespielt hätte. Hier vorne ist der Eisseepass, gerade im Nebel versteckt. Ebenso im Nebel die Eisseespitze. Als ich 2020 hier war, sind wir über den Eisseepass rübergekommen, haben da eine kurze Pause gemacht mit Sonnencreme und so weiter und sind dann ein kleines Stück über das Geröll abgestiegen und waren dann bereits auf dem Gletscher zum Cevedale. Und ihr seht jetzt selber hier, oder habt es auch gerade beim Hochgehen gesehen, wie viel Gelände da jetzt einfach frei liegt. Also unglaublich, wie hier der Gletscher zurückgegangen ist. Ja, und wie es darunter aussieht, wenn der Gletscher weg ist. Und wie viel Spaß dann das Bergsteigen macht, das habt ihr ja gerade in der Sequenz gesehen. Unglaublich. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, wie lange man hier überhaupt noch hochkommt. Das war jetzt echt eklig. Das war eigentlich ein Eispickel, kein Schlammpickel. Im Ersten Weltkrieg verlief hier oben ja die Ortlerfront. Da haben wir hier einmal ein Gedenkkreuz in Gedenken an unsere Tiroler Standschützen. Hier findet man jetzt die Reste der ehemaligen Hallischen Hütte, die in den letzten Kriegstagen dann niedergebrannt wurde. Auf der ganzen Route hier findet man immer wieder Reste vom Ersten Weltkrieg, sei es Stacheldraht, sei es Teile von Geschützen. Hier sehen wir es, auch ein Gedenkstein vom 3. auf den 4.11. am letzten Kriegstag durch Brand zerstört. Vollkommen sinnlos.
Und hier liegt allerhand Zeug rum. Metall, Dosen, Rohr. Ein alter Unterstand. Hier haben wir noch einen alten Teller. Hier noch Stacheldrahtrollen. Knochen. Irgendwie ein komisches Gefühl, hier rumzulaufen. Auch wenn das heute nicht das erste Mal ist. Und hier haben wir jetzt einen Blick hinunter zum Eisseepass. Und da sieht man schon, da will man einfach nicht runtergehen. Da vorne sieht man Stacheldraht. Den haben wir auch schon oben am Gletscher gehabt. Und was der Gletscher alles noch hervorbringt, wenn er abschmilzt, naja, ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen. So, für mich geht es jetzt weiter hier hinauf zur Eisseespitze. Auch hier kurz unterhalb der Eisseespitze wahrscheinlich eine alte Militärbaracke. Willkommen auf der 3230 Meter hohen Eisseespitze. Hier sieht man jetzt ganz schön den Routenverlauf, wie ich hierher gekommen bin. Da unten die Seilbahnstation, ganz unten Sulden. Da bin ich hier lang gelaufen, auf die Gletscherzunge, hier hinter über den Suldengletscher aufgestiegen. Die Suldenspitze sehen wir noch mal da oben. Ein irres Panorama, aber es ist saukalt. Die Fernsicht hält sich in Grenzen, aber ich finde auch für solche Stimmungen lohnt es sich immer mal auf den Berg zu gehen. Aber ein paar Grad wärmer wäre gerade trotzdem schön. So, jetzt werde ich aber gleich wieder runtergehen. Da sehen wir noch mal die Madrid-Spitze, Bunzenspitze, hintere Schöntaufspitze, Verteinspitze. So, dann gucken wir mal, was wir runterkommen. Jetzt geht's weiter. Und zwar gibt es jetzt hier noch ein bisschen Felskletterei am Grat. Und dann geht es über diesen Hang hinab zur Bergstation.
So, die Eisseespitze habe ich jetzt auch hinter mich gebracht, beziehungsweise deren Abstieg. Jetzt geht es für mich nur noch Richtung Seilbahn und dann runter nach Sulden. Zeit für ein kurzes Fazit. Ja, eine arktische Runde war das heute. Zunächst da vorne hinauf auf die Suldenspitze via Suldengletscher und dann oben aufgrund des starken Windes beschlossen, nicht auf den Cevedale zu gehen. Das hätte jetzt auch noch mal 3 Stunden extra wahrscheinlich gebraucht. Und somit bin ich dann über die Kasati-Hütte, über den Eisseepass und die Eisseespitze dann wieder hierher zurückgekommen. Eine schöne Runde. Ihr habt es im Video gesehen, teilweise wirklich richtig fieses Gelände, was absolute Trittsicherheit voraussetzt. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht unbedingt uneingeschränkt empfehlen. Wer die Voraussetzungen mitbringt, kann sich dieser Challenge gerne stellen. Und im Zweifel kann man ja auch umdrehen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über nette Kommentare und Abonnenten. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viele liebe Grüße aus Sulden am Ortler. Da ist er. Macht's gut. Ciao.